Ich möchte ins Wort gehen. I want to start straight into the word. Aus Matthäus. I want to read you from Matthew something. Matthäus 7, It's chapter 7, 24 bis 27. verse 24 till 27. Da steht, das ist zum Ende der Bergpredigt. Darum, wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einen klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Als nun ein Platzregen kam, fiel, und die Wasser kamen, und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einen törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Der ein oder andere denkt jetzt, das habe ich doch schon mal gehört. The one or the other may think, oh, I heard that before. Genau, bei meiner letzten Predigt vor ungefähr 5-6 Wochen war es genau diese gleiche Bibelstelle. And I shared the same verses back then 5 weeks ago in my last message. Heute hören wir eine Wiederholung, We will hear some repetition, eine Korrektur and a correction, und eine Weiterführung. and a continuation. Ich war relativ schockiert über mich selber am letzten Sonntag. And last Sunday I was kind of shocked about myself. Wie Michael fragte, was das Thema der letzten Serie jetzt war, die wir hörten, und was das eigentlich am letzten Sonntag für eine Predigt gewesen wäre oder worum es dort gegangen ist. While Michael was asking what the messages were that we heard back then, the weeks before. Und da dachte ich, oh, ich konnte gar nicht so schnell, ich hätte es nicht so sagen können. Also war mir so klar, oh, ich habe nicht alles so schnell behalten und alles behalten, wie es vielleicht sein sollte. So I also realized that I missed some and forgot some of those messages that I shared, or not that I shared, that I heard before. Deswegen werde ich die Predigt noch so ein bisschen wieder auffrischen, dass wir sie auch ja nicht vergessen. So I will read you kind of the message that we don't forget it. Weil es so wichtig ist. Ja, und vor allem, es hat mich im Nachhinein, die eigene Predigt, noch mehr beschäftigt, wie im Vornherein die Predigt mich beschäftigt hat. Yeah, because even afterwards, after the message, it really spoke to me even more than in the preparation. Wir hören oft gute Predigten, We hear good messages, aber wie viel behalten wir davon but how many things we remember und wie viel setzen wir davon um? and how many are we practicing out? Was befolgen wir eventuell, was wir davon verstanden haben, und was setzen wir tatsächlich um? And what kind of things we are acting out that we understood. Es war ja darum, stehe ich auf den Stein, So it was about, am I standing on the rock, stehe ich auf dem Felsen? or on the stone, or on the rock? Stehst du auf dem Felsen? Are you standing on the rock? Wann stehst du auf dem Felsen? And when are you standing on that rock? Also ich kenne das von mir, ich bin jetzt ein bisschen bei mir. And I speak about myself now. Wenn ich ein Anliegen habe, wo Gott eingreifen möchte, soll oder muss eigentlich, was mein Anliegen ist, When there's something in my life where God shall intervene or do something, when I desire that, dann stehe ich auf dem Felsen. then I'm standing on the rock. Jesus hilf. Jesus, help me now. Wenn er geholfen hat, And when He helps, preis den Herrn. praise the Lord. Ja, aber dann fällt mir das ein oder andere ein, und ja, man ist dann wieder so beschäftigt, bis vielleicht irgendwelche Kopfschmerzen da sind. Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, mich drückt der Kopf. And then you're thinking about different things, and you're just going, time's passing by, and then you have some headaches, for example, and then you remember, oh, Jesus, help me with my headache. Ich will das nicht verwitzeln. Also mir geht es tatsächlich so, oft fühle ich mich nicht, dass ich auf dem Felsen stehe. And I don't want to make fun of it, but seriously, often I don't feel like standing on the rock. Springe ich hin und her auf dem Felsen, I'm stepping je nach next. Bedarf.
next to it, as I like or desire. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich für Jesus gebrannt. Meine erste Zeit, wo ich mich für Jesus entschieden habe, war ich ganz bei Jesus. So there was a time in my life where I was really burning for Jesus. The first time I met him, and I was really going for him. Und dann sind aber Dinge geschehen, ich bin religiös geworden und das war mir alles und ich habe mich von Gott abgewendet. And then I became more religious, and it turned out to that I was going far away from him by doing that. Und ich habe mich von Jesus entfernt. And I was going away from him. Ziemlich weit sogar. Pretty far. Ich habe mich mal hier und dort hingestellt. I was here and there. Hier war ein nettes Mädchen, da bin ich mal geblieben. There was a nice girl. I was waiting or standing with her. Aber Jesus habe ich stehen lassen da hinten. But Jesus was standing back then. Und gefühlt war er sehr, sehr weit weg. And I felt he was pretty far away. Und es gab auch Zeiten, da war ich sehr, sehr weit weg, so dass es ziemlich dunkel wurde. And then there were times where I was really, really far away, and it became even pretty dark. Und ich weiß jetzt nicht, And I don't ob ihr mich know noch hört, if you can still hear me, aber in dieser dunklen Zeit but in this dark time, habe ich wieder Jesus gefunden. in this dark time, I found him again. Und dieser Teil der Predigt war jetzt falsch. And this part of the message was wrong. Ich bin von Jesus weggegangen und war weit weg von Jesus. So, as I said, I went away from him, Aber in Wirklichkeit war es ganz anders. but in reality it was different. Ich gehe jetzt diesen Weg jetzt nochmal. So I will go this way again. Ich war gefühlt von Jesus weg. So I felt like being pretty far away from him, War Jesus von mir weg? but was he away? Jesus From me? war immer bei mir. He was always with me, Und ich hätte zu jeder Zeit auf diesen Fels gehen können. and all the time I would be able to go back to that rock again. Ich kann von Jesus weglaufen wollen, I could run away from him if I wanted to, aber er läuft nicht von mir, er bleibt nicht stehen, sondern er geht mir hinterher. but he is not running away from me, he is following me. Und in dieser Zeit, wo es ganz dunkel war, wo es schepperte, wo es schlimm war, So wo in sich, this time when it was wo sich really wild anhörte hard and all that stuff, und ganz schlimm war, it was really not easy. und in dieser Zeit fühlte ich, das war mein rotes Sofa, was ich immer noch habe, So in this time I felt, and we had a red couch back then, and we still have that one. in diesem Moment wusste ich so für mich, wo es am dunkelsten war, wie war es, wie ich Jesus damals kennengelernt habe. So in this moment when it was really, really dark around me, I remembered how it was when I met Jesus the first time. Und ich habe mich wieder auf diesen Felsen vorsichtig gestellt. And carefully I was going back on that rock again. Obwohl ich im tiefsten und gefühlt am weitesten weg von Jesus war. Even when I felt pretty far away from him. Jesus ist nie weiter weg als ein Schritt. He's never far away than one step. Egal, was du getan hast, egal, was ist, egal, in was für einer Situation du auch bist, ein Schritt und du stehst auf Jesus. No matter what you did or how you feel, one step, you are close to him. Du stehst auf dem Felsen. You're standing on that rock then. Gott ist da, God is there, immer da. always. Er ist immer neben mir, egal wo ich bin. He's always next to me. And it doesn't matter where I am, Nur ein Schritt. just one step. Das war die Korrektur der Predigt. That was the correction of the message. Du kannst dich nicht von Jesus entfernen, denn es geht dir hinterher. You cannot really run away from him because he will follow you. Ich möchte mit euch jetzt in die Fortsetzung dieses Felsen gehen. So I want to continue with some thoughts about that topic. Und zwar gehen wir jetzt in den 1. Korintherbrief So we go in 1 Corinthians. 3, Vers 11 bis 15 wollen wir lesen. It's chapter 3, verse 11 till 15. Da steht: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist
Jesus Christus. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Dann lesen wir weiter. So we continue. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes ist, wird das Feuer erweisen. For the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. Wird jemandes Werkes bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber auf jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selber aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss. Through he himself will be saved, but only as through fire. Was ist damit gemeint? Auf der einen Seite leben wir und sprechen wir von dem Felsen, ist dieser Grundgestein Jesus Christus. So what does that mean? So on the first place, so we have that rock, Jesus Christ, on which we can stand. Und hier geht es jetzt um scheinbare Belohnung, um Gold, Silber. And here it's about kind of rewards, gold and silver, all that stuff. Aber auch Heu und Stroh But also wood and hay, straw und Feuer. and fire. Das eine wird verbrennen, And the one thing will burn away, das andere wird bleiben. Gold und Silber wird so schnell nicht verbrennen. and the other things like gold and silver, they won't burn away that quickly. Und ich machte mir Gedanken darüber, was kann damit gemeint sein? And I thought about it more and I thought, what could that mean? Auf der einen Seite sagt Jesus ganz klar auch diesem Wort, wenn ich auf diesem Felsen stehe, bin ich gerettet. So Jesus says that in his word, when I'm standing on the rock, I'm saved and safe in his place. Aber hier geht es scheinbar auch um Werke, um Dinge, die wir tun, also auch als Christen, was wir tun für Gott, für Jesus, für die Menschen. But here it's also about the deeds we're doing for God and also for people, all different kind of things. Und scheinbar ist nicht alles, was wir in Anführungsstrichen für Gott tun, nach Gottes Willen oder nach seinen Willen. And it looks like that it's not always God's plan what we're actually doing for him even. Meine Gedanken sind dazu Gesetzlichkeit vielleicht, wenn ich in der Religiosität komme, unter der ich früher selber gelitten habe, unter meiner eigenen Religiosität, ich tue das für Gott und dann wird Gott mir Gutes tun, wenn ich das und das alles tue. And I was thinking about religious motivations to just do things because they are standing there and not because they are out of my heart motivation. Oder auch Stolz vielleicht, wenn ich Dinge tue, Gott wird jetzt ziemlich stolz auf mich sein. Oder die Menschen, die ich sehe, die ich kenne, hoffentlich kennen die von mir. Ich habe das früher gemacht. Ich habe früher Dinge getan im geistlichen Dienst und hoffte, dass ich dafür gesehen werde. Or for example, that you become prideful and hope that people will see what you're doing, even in spiritual works. And this is the same what I experienced in my life. I did spiritual things so that people would look at me. Vielleicht gibt es noch mehr Dinge, die verbrennen. Maybe there are even more things that could burn in the end. Was verbrennt nicht? But what is not burning in the end? Gottes Liebe, Jesu Liebe, die wir von Jesus bekommen, die wird nicht verbrennen. Das ist Gold und Silber, das ist das Wertvollste, was es gibt, Gottes Liebe. God's love, the love of Christ won't burn away. This is the most precious thing that we can have in our life. Und wenn wir diese Liebe durch uns fließen lassen, So when this love will flow through our life, werden das Werke sein und werden, die nicht brennen, sondern das ist Gold und Silber. Das ist das Wichtigste und das Wertvollste, was wir von Gott bekommen können. Seine Liebe, die wir aufnehmen und die wir auch weitergeben. so then out of this motivation, this love motivation, these deeds will come and they won't burn because God is through the love. Ich habe hier ein Gedicht. Das hat mich sehr bewegt. So I have some scriptures here. Teresa von Avila, sie lebte im 15. Jahrhundert.
So it is a poem from from the 1500s. Und ich möchte es euch vortragen, So I want to read it to you. weil, glaube ich, genau das ist das, was Jesus möchte und ich glaube auch das, was es ist, was nicht verbrennen wird, was kein Heu, Stroh, Stoppel sein wird, sondern was Gold und Silber sein wird. I think those thoughts that this person wrote down are things that are not burning in the end, that are not passing away. Nun hat Christus keinen Körper außer deinen. So now Christ has no body anymore except yours. Hat auf der Erde keine Hände und Füße außer deine. So on earth he has no hands and feet except yours. Es ist dein mitfühlender Blick, mit dem er die Menschen der Welt ansieht. And it's your feeling a view that you're giving, how he is looking through you to this world. Es sind deine Beine, mit denen er losgeht und Gutes tut. It's your legs. He is running and going over this world today. Es sind deine Hände, mit denen er Segen in die Welt bringt. It's your hands that he is using to bring blessing into this world. Es sind deine Hände, deine Füße, deine Augen. Du bist sein Körper. Your hands, your feet, your eyes, you are his body here. Christus hat auf der Erde keinen anderen Körper außer deinen. Christ has no body, no other body than yours. Ich glaube, sein Plan war von Anfang an, von jeher, dass seine Liebe durch uns, durch dich fließt und wir sie weitergeben. I think his plan from the beginning was that his love would be shine and passed through your life, what you are doing. Wann wird das sein? But when it will be, Wann passiert das? when it will happen, Morgen bei den Outreaches? tomorrow at the outreaches, In der Kälte, wenn wir uns aufmachen in der Kälte, wenn ihr euch aufmacht in der Kälte und zu den Menschen geht, die in der Kälte leben yeah, when you go to the people in the cold, und sie mit Liebe anschaut und sagt, das geben wir dir im Namen Jesu. and when you look to them, saying to them, we will give that to you because of Jesus. Aber auch hier unter Geschwistern, unter uns. But also when we are here together with brothers and sisters. Und das ist das, wenn wir auf Gottes Stimme hören, wenn wir wissen, die spreche ich jetzt an oder das habe ich auf dem Herzen, dir das zu sagen. And this is how we can learn to listen to the voice of God when God gives you the thoughts, yeah, to speak to this and that person and to do that. Und eins kann ich dir zu 100%, glaube ich, zusagen. And one thing I can say to you 100%, Das wird nicht verbrennen im Gericht, sondern das wird bleiben, weil das ist Gold und Silber. Das ist das Wichtigste, was uns Gott gegeben hat. Seine Liebe und diese Liebe, dass wir sie weitergeben dürfen. so those things won't burn in the fire. They will stand no matter what will happen. Und wie kriegen wir diese Liebe? So how we can get this love that are producing those deeds? Indem wir uns ausstrecken zu Jesus und einfach in Jesus seine Gemeinschaft bleiben. So when we stretch out to him and continue to stick with his community. Weil wir dann auch seine Stimme hören und nicht anfangen, irgendwelchen Blödsinn zu machen. So to listen to his voice and his fellowship, because then we are not starting to do any stupid things. Lasst uns immer mehr ausrichten und mit Jesus sein. Let's focus to Jesus and be with him. Ich möchte noch beten. And I want to pray. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder neu berührst und mich auch neu anrühren möchtest. Thank you that you want to touch me all over again and again, Jesus. Thank you for that. Dass ich auf dir stehe, dass ich auf deinen Felsen stehe. Herr, da passiert mir nichts. That I can stand on the rock, that there's nothing that will happen to me if I'm standing on your rock. Und ich danke dir, dass du mir immer nachgegangen bist, zu jeder Zeit bei mir warst, egal wo ich war. And I thank you that you were always running after me, even when I tried to run away from you. Und ich danke dir, dass ich immer mehr auf deine Stimme hören darf und auch das Richtige, das, was du möchtest, was ich tun soll, mir zeigst und mich führst und deine Liebe mich erfüllt, dass ich deine Liebe weitergeben darf. In And thank you Jesu Namen. that I can hear to your words and what you are doing, and that it will help me to go to people and to act out what you desire. In Jesu Namen. Amen.